Das ist eines der interessantesten Wohn- und Reisemobile und Geschäftsfahrzeuge und Häuser auf Rädern, die ich in meiner ganzen Laufbahn jemals gefilmt habe. Und es sind so viele Detaillösungen dorthin verarbeitet, dass wahrscheinlich die Wohnmobilindustrie dieses Fahrzeug demnächst als fahrenden Almanach einsehen wird. Wie baut man bestimmte Dinge vielleicht ein bisschen anders? Es fängt an allein mit der Höhe vom Fahrzeug. Also ich habe keine Ahnung, wie hoch es ist, aber es sieht aus wie ein 5-Meter-Brett im Schwimmbad von oben drauf. Es ist außen komplett aus Edelstahl. Ich gucke mal gerade, er nickt. Aus Edelstahl, aus V2A. Das Ganze wurde behandelt. Es ist noch nicht beschriftet. Es ist ein Prototyp, der zu, ich sag mal, 95% fertig ist und der die erste Jungfernfahrt jetzt gerade genießt. So, das ist Simone. Und ich habe die Simone gebeten, bitte schau nicht rein. Aber wir haben ja viele Wohnmobile gefilmt, die waren nicht ganz so hoch, oder? Die waren ein Tick kleiner, obwohl sie auch schon ganz schöne Kolosse waren. Aber das übersteigt natürlich noch mal einiges. Es ist Wahnsinn. Wenn du mal kurz mitkommst, dann musst du nicht in der Sonne sitzen. Ich habe dich extra mit dazu genommen, weil das ist ein wirkliches Haus auf Rädern. Oben ist der Schlafbereich, so viel kann ich sagen. Ihr habt oben seitlich keine Fenster, die man auch nicht braucht. Das hat einen Grund, die könnte man einbauen. Aber wenn das, ich sag mal, Gefährt geschlossen ist, dann hast du keinen Eingang, du hast keine Fenster, du kommst überhaupt nicht rein. Alle Türen sind mit Sensor überwacht. Du hast unglaublich viele Magnete verbaut, denn das Wichtigste war bei dir, dass einfach nichts klappert. Das ist, glaube ich, gewesen. Und dieses Fahrzeug ist Holz- und GFK-frei, also zumindest mal außen. Du hast eine kleine Werkstatt hast du mitgenommen, die dir natürlich auch zuteil wird. Eine kleine Werkstatt ist schon fast untertrieben. Da ist eine kleine Haube. Das ist quasi Ladung hinten drauf. Das Ganze sieht man auch hier vorne, hast du Schränke. Das sind so die typischen Bauweisen, die du hast. Ihr könnt jedes Bauteil einzeln herstellen, in allen Materialien. Das ist ein Firmenfahrzeug, das kann man sagen. Und in dem Firmenfahrzeug sind auch die Techniken verwendet, die du auch im Industriebau verwendet hast. Du kannst alles mitnehmen. Du kannst einen Rechner mitnehmen, du kannst einen Server mitnehmen. Du hast genug Wasser an Bord. Das ist quasi, wenn du unterwegs bist, es fühlt sich an wie zu Hause. Ja, wir werden euch alle Details zeigen. Du hast unter anderem eine große Haushaltsklimaanlage eingebaut, arbeitest sehr gerne mit einer speziellen Technik ohne Stellmotoren. Alles ist aus Edelstahl. Das Edelstahl ist speziell behandelt. Oh, das Rad hier unten drunter, das wird später nicht hochgeklappt, das bleibt an der Stelle, hat den riesen Vorteil, das solltest du mal anstoßen, ist erstmal das Rad da. Das ist stark. So, wir gehen mal kurz auf die andere Seite, dass wir das Ganze mal sehen. Das sind die Auffahrkeile, ganz wichtig, solltest du mal ein bisschen eng stehen. Das Fahrzeug ist unglaublich besucht. Wir sind auf der Abenteuer Allrad, Tag Nummer 4. So, das da unten übrigens, ich zeige es gleich mal, du hast was ganz Besonderes entwickelt, das hast du selber gefräst, damit das Wohnmobil nicht wackelt beim Runtersteigen. So viel kann ich sagen. Wir werden gleich mal das Reisemobil, das Wohnmobil, das Geschäftsfahrzeug, also ich sag mal, ich nenne mal 3 Anwendungen, weil letztendlich ist es auch gedacht, damit du darin schlafen kannst. Eine Besonderheit hier zum Beispiel ist der kleine Grill, den du konstruiert hast. Das Ganze aus Edelstahl. Guck mal hier. Du grillst gerne? Ich esse gerne. Ich darf Sie mal kurz fragen, das ist ja schon was Besonderes hier auf der Messe, oder? Das fällt auf? Absolut nie sowas gesehen vorher. Sagenhaft. Was denkt ihr, was da drin ist? Ja, Einfamilienhaus. Einfamilienhaus? Circa. Ja. Alle Heckklappen sind sowohl mit einer Steuerung versehen, dass wirklich geprüft werden kann, dass alles ordnungsgemäß verriegelt ist. Das heißt, du kannst wirklich kontrollieren, ist alles zu. Ja, hier hinten, ich finde das so genial, dass du diesen Reifen hier hinten angebracht hast, weil es könnte ja mal theoretisch passieren, dass du doch mal was triffst. Ja. Mhm. Cool ist natürlich, der Reifen hat noch eine weitere Funktion. Das ist gleichzeitig eine Treppe. Ich feiere dich so sehr. Das ist die Werkbank mitgenommen. So, jetzt zeigen wir mal die Werkzeuge. Da darf man mal reinfilmen? Da ist jeder Zentimeter durchgeplant. Also das merkt man schon. Hier sind Perfektionisten am Werk. Aber das Beste ist was ganz anderes als die Markise, wo wir drunter stehen. Mhm. Gerade an so einem Tag wie heute ist die sehr gut. So, die absolute Revolution, die habt ihr aber nicht hier draußen. Das ist alles schon atemberaubend. Und die Leute, die werden jetzt alle sagen, geh doch endlich mal rein. Es ist da so. Aber
ein wichtiges Teil müssen wir unbedingt noch zeigen, was die Leute gesagt haben. Verkauft das Ding, macht das Ding. Das ist die Lösung. Das ist das Material, so viel kann ich euch schon sagen, was im ganzen Boden innen verlegt ist. Das kommt aus Italien. Ja, geh mal rein. Das Ganze, ich bin reingegangen und habe gesagt, ihr habt die perfekte Symbiose aus Technik und Natur gewählt. So, das ist eine Haushaltstür, normale. So, das ist die Treppe. Auch hier ganz wichtig, breite Stufen habt ihr gewählt. Man kann bequem rein und rausgehen. Handlauf wäre möglich. Das Ganze fährt ja runter. Ist dir schon aufgefallen? Das oben meinst du, der erste Stock sozusagen. Der erste Stock. Du sitzt gerade unterm Bett. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, ist Sicherheit bei allen Anlagen. Es kann ja immer irgendwas passieren. Ich sag mal, Robotertechnik besonders. Da habt ihr, ich glaube, Lichtschranken. Sobald einer da reingeht, gehen die aus. Und tausende von Sicherheitssachen. So, also ich denke, man kann hier einiges abgucken als Wohnmobilbauer. Denn alles, so ziemlich alles, was du verwendet hast, ist nicht normale Wohnmobiltechnik. Und habe ich noch nie gesehen. Es sind Kleinigkeiten, die mich begeistert haben. Unter anderem die Klappen und Verschlüsse. Aber auch die Fenster, ich sag mal, die Fenster sind jetzt speziell konstruiert. Du kannst jedes Fenster abschließen. So, und die haben dann nochmal eine Verriegelung. Das ist so, das ist Thermoisolierung doppelt verglast. Man kann ja nicht einbrechen, wenn es steht. Das werden wir gleich erklären, weil die Fenster ja weg sind. So, die Klimaanlage, die habt ihr mal ausprobiert. Es ist ja jetzt sehr heiß. Schön eine zu haben. Ist auch so leise, du hörst sie gar nicht groß. Das heißt, der Luftausströmer ist da. Wir haben aber die Fenster offen gehabt mit allem drum dran. Ja, das ist doch wie ein Haus, oder? Das ist die Villa unter den Wohnmobilen, würde ich sagen. Ja, aber nicht so bling bling, sondern guck mal. Nee, von der Größe her. Aber Zirbenholz? Das ist Wahnsinn, ja. Das Zirbenholz. gefällt mir sehr gut, immer so ein bisschen mit Holz noch zu arbeiten, ja. Edelstahl. Da oben hast du indirekte Beleuchtung. Dann richtiges Licht, dass man auch was sieht beim Essen. Das ist ja auch wichtig. Den Stromanschluss, der ganz wichtig ist, wenn du mal einen Wok oder sowas hinstellst. Also was interessant ist, was so zwei kleine Sachen ausmachen. Das ist dieser italienische Boden, der wirklich das Ganze unglaublich wohnlich macht. Dann in Verbindung, weil du hast ja hier viel Technik, muss man schon sagen, viel Weiß. Leute würden jetzt sagen, naja, es erinnert mich vielleicht an eine Arztpraxis, aber dann dieser unglaubliche Bruch. Das macht wirklich nochmal einen Riesenunterschied, muss ich echt sagen, mit dem Holz. Ja. Oben die Platten an der Seite, die haben alle noch die gleiche Schutzschicht drauf wie unser Simatic. Also nicht sagen, dass ihr irgendwas seht und das ist noch nicht so sauber. Da sind Schutzfolien drauf, die werden erst entfernt, wenn alles fertig ist. So, ich gehe mal hoch, eine richtig große Treppe. Bitte fall mir nicht in das Loch. Und das, was direkt mal auffällt, ist extrem hell hier drin. Ja. Also du hast, weil du ja keine Seitenfenster hast, das war ja extra so gemacht, Sicherheitsaspekt, dass also, wenn es geschlossen ist, du nichts siehst. Da ist ja ganz wichtig ist das Design, glaube ich jetzt, ja, weil das macht so viel aus. Da kannst du so alles ändern, oder? Ihr seid ja jetzt zufällig hier, gerade an dem Platz neben ihm, oder habt ihr den so gebucht? Wir haben extra wegen ihm so gebucht, damit viele Leute kommen und ein schönes Sprinter sehen. Ist da was los rund ums Auto tagsüber? Hier? Ja. Hier ist die Hölle los. Ich glaube, das sind das meistbesuchteste Auto auf der ganzen Messe. Es fährt wieder hoch. Also, wichtige Ansage an alle. Du baust keine Wohnmobile. Bitte alle Anfragen stoppen. Ihr könnt gerne tolle Kommentare drunter schreiben, wie das eine oder andere gelöst ist oder was ihr eventuell da mitgenommen habt aus der Konstruktion. Besonders toll finde ich,
wirklich die 180 Grad Markise. Man könnte ja auf der anderen Seite auch noch einer hinmachen, theoretisch. Die Stellmotoren, ganz wichtig ist, sollte da einmal einer mal nicht synchron sein. Ja, gibt es eine automatische Abschaltung. Ja, viel Steuerungstechnik, viel Technik. Da werden jetzt viele sagen, so viel Technik, da kann ja alles kaputt gehen. Aber du hast wirklich vorgesorgt. Du hast das Beste vom Besten geholt, Simatic. Ganz wichtig auch bitte kontrollieren, Hochspannungsleitungen, oder? Ja, ich sehe schon, Lebensdauer ist dir ganz wichtig, weil ich sag mal, das Ding steht ja in der Sonne öfter mal, dass da nichts verrottet. Das ist auch oft ein Problem. Da sind irgendwelche Werkstoffe, die vergilben und so. Das wolltest du nicht haben, oder? Also, da sind wir. Wie hat es dir gefallen? Zusammenfassung. Sehr gut. Was hast du alles gelernt? Das kann ich jetzt nicht so kurz zusammenfassen. Also eins wissen wir haben 35 Grad. Wir sind am 18. Juni 2022 zusammen mit Simone. Und Simone, du kommst aus? Aschaffenburg. Aschaffenburg. Das liegt in Bayern? Ja, gerade das letzte Eck von Bayern. Das letzte Eck von Bayern, direkt an Hessen angrenzend. Ja. Sag mal bitte in die Kamera, abonniert German Television. Abonniert German Television. Mach die Glocke an. Mach die Glocke an. Genau, wenn du mal gerade sagst, abonniert German Television und mach die Glocke an. Abonniert German Television, mach die Glocke an. Sehr schön. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Und ja, Kommentare bitte reinschreiben, was ihr davon haltet. Ich finde es das beste Wohnmobil der Welt. Sowas habe ich noch nie gesehen. Und ich glaube, die nächste Steigerung wäre jetzt ein Anhänger, der das Gleiche kann. Ja, danke. Tschüss. Ein Flügel. Ein Flügel. Flügel. Und schwimmfähig. Und hinten ein Propeller, richtig? Genau. Ciao.